Hallo ihr Lieben, jetzt haben wir euch lang genug auf die Folter gespannt, glaube ich. Wir sind jetzt schon 8 Monate unterwegs und jetzt wird es endlich mal Zeit für die Roomtour. Es ist schon ein ganz schöner Act, das alles vorzubereiten, aber es ist so einigermaßen vorzeigbar, denke ich. Und wir wohnen ja da drin, also von dem her, das eine oder andere überschaut ihr dann einfach. Ja, habt Spaß und lasst euch unseren Bus zeigen. So, ja, wir starten hier gleich in unserem Fahrbereich, würde ich sagen. Hier sitzt unser Busfahrer, der Simon. Das ist sein Areal, sein Platz während der Fahrt. Wir haben hier mittlerweile diverse Kamera- und Navigationssysteme angebracht, einen elektrischen Rückspiegel und hier nochmal zusätzlich eine Navigation integriert mit einer Kamera, eine Dashcam und da nochmal eine Rückwärtskamera, sodass man wirklich rundum so einen guten Blick hat, wenn man parken möchte. Das ist mein Reisebegleitersitz. Da sitzt meine Wenigkeit drauf, damit ich mal schnell rausspringen kann, falls wir doch mal irgendwo stecken bleiben oder umdrehen müssen, weil auf einmal nur 7,5 Tonnen erlaubt sind oder die Höhenbegrenzung wir doch zu hoch sind. Aber ich dann auch mal flink zu den Kindern hinter kann, die mittlerweile hier hinten zusammensitzen. Aber kommt mal mit rein, ich zeige euch das jetzt. Hi. Okay, also fangen wir mal hier an. Das hier ist unser Essbereich und Fahrbereich für die Jungs. Hier sitzt unser Großer und hier sitzt unser Kleiner. Und hier haben wir noch 2 gegenüber frei. Und wenn wir was spielen oder wenn die Fahrt einfach mal länger dauern sollte, dann setze ich mich einfach dahin und wir können hier am Tisch gemütlich was spielen. Ja, und wie ihr seht, ist es auch gleichzeitig ein absolut toller Liegeplatz für unser Samtpfötchen, unseren Opi, den Toni. Dem ist nämlich gerade im Moment hier am Platz zu viel los. Und deswegen bleibt er lieber gerne drinnen. Er darf rein und raus, wie er mag, weil er ist sowieso immer nur unterm Bus oder um den Bus herum unterwegs. Und von dem her brauchen wir uns da keine Gedanken machen. Und jetzt gerade begleitet er mich hier und ja, korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage. Das hier ist unser schöner Esstisch aus Echtbirneholz. Wir haben den aus einer Birnenholzbohle haben wir den sozusagen so schön herausgearbeitet. Und hier haben wir jetzt mittlerweile eine neue Aufnahme, weil die wir davor hatten, die war einfach total unpraktisch und auch total wackelig. Also wenn wir uns da mal drauf gelehnt haben, um irgendwie mal was zu machen oder zu basteln oder so, dann ist der ganze Tisch halb abgekracht und der Simon hat einen halben Anfall bekommen, weil er dachte, dass die Verankerung hier rausreißt. Aber jetzt sind wir sicher, wir haben jetzt eine super Aufnahme, die kann man drehen und schieben und rutschen und alles mögliche und hydraulisch hoch und runter fahren. Also optimal dieses Teil jetzt und vor allem auch stützsicher. Dann haben wir hier unser Sofa. Ja, da liegt gerade einer und schläft. Und was ganz cool ist an dem Sofa, wir können es ausfahren. Rein theoretisch, jetzt haben wir unseren Luki, jetzt ist das hier Lukis Bereich und von dem her fahren wir unser Sofa nicht mehr aus, aber wir könnten es, wenn wir wollten. Deswegen auch hier die 2 Polster, weil man dann hier einfach nochmal eine schöne Schlafmöglichkeit hat. Und was uns auch ganz extrem wichtig war, wir arbeiten gerne mit viel Holz und da haben wir hier Elsbeere als ja, Fensterbrett sozusagen mit diesen Schlitzen für die Heizung eingelassen und die haben wir tatsächlich in der Schreinerei rein fräsen dürfen und deswegen sind die so schön gleichmäßig geworden und auch aus einer Elsbeerbohle sind die eben hier, ziehen die sich durch den ganzen Bus. Wenn wir jetzt schon gerade beim Holz sind, würde ich sagen, wir schauen uns auch gleich die Decke hier oben an. Auch eine schweißtreibende Arbeit. Ungefähr vor einem guten Jahr haben wir das gemacht. Und zwar sind es Zirbelkiefer. Haben wir uns 4 oder 5 Zirbelholzbohlen gekauft und haben die dann wirklich in dünne Streifen geschnitten, haben die aufgearbeitet, haben die geschliffen. Also es hat über eine Woche gebraucht, bis wir damit fertig waren. Aber dazu haben wir ein Video gemacht. Da könnt ihr, wenn euch das interessiert, gerne auch mal reinklicken. Soviel zu unserer Decke. Hier haben wir noch links und rechts 2 LED
LED-Leisten, die wir dimmen können. Da zeige ich euch nachher die Steuerung dazu. Einfach so ein bisschen für die Gemütlichkeit. Ich bin da so ein bisschen ja für Deko und Licht und so, und ich mag es immer sehr gerne gemütlich und nicht zu hell. Wir haben nämlich hier auch noch ein LED-Panel und das war mir wirklich eindeutig zu hell. Gerade am Abend, wenn wir einen schönen Ausblick hatten und noch nicht unsere Plissés hier hochfahren wollten, die übrigens super auch gegen die Wärme und gegen die Sonne taugen, hatten wir es einfach immer so, dass wenn wir das Licht angemacht haben, einfach jeder reinschauen konnte. Und ja, das war mir einfach erstens ungemütlich und zweitens einfach zu hell. Und deswegen noch die schönen netten LED-Leisten und noch ein paar andere Lichterketten hier. Ja, Plissés, wie gesagt, haben wir eigentlich im vorderen Bereich an allen Fenstern bis zur Küche und dann auch noch ein bisschen im hinteren Bereich. Und ab dem hinteren Bereich kommen Vorhänge, aber das zeige ich euch dann. Gut. Ja, und hier haben wir uns dann noch ein bisschen Staufläche geschaffen. Haben wir auch alles wirklich selber gemacht. Auch der Simon hat das alles schön ausgefräst. Und ja, ich finde, es ist ein schöner Hingucker. Wir überlegen, ob wir das Ganze noch zumachen, aber im Moment schaut es einfach, ja, es gefällt uns so eigentlich ganz gut. Dann kommen wir hier zu unserer Überwachung von unserem Akku und von unserer Solaranlage von Victron Energy. Wir sind sehr zufrieden mit dem System und kommen echt gut zurecht. Ja, hier die Steuerung für unsere Klimaanlage. Die läuft im Moment wirklich auf Hochtouren. Wir haben ja jetzt erst Frühling, aber trotzdem schon so um die 26 Grad hier in Kroatien. Und ja, der Luki ist meistens mit uns draußen, aber der Toni, der ist ja hier meistens mit drinnen, wenn ihm zu viel los ist, und da braucht es einfach kühl. Also da kann man nicht bei 30 Grad hier drin rumvegetieren, sage ich jetzt mal. Da braucht es schon so angenehme 23 Grad und das ist wirklich toll. Das Ding, das packt. Also es packt es zumindest hier in seinem Liegebereich und dort, wo er sich eigentlich die meiste Zeit aufhält. Hier unsere alte Heizung. Die brauchen wir jetzt natürlich im Moment nicht, aber die haben wir hier verbaut. Würden wir das nächste Mal tatsächlich anders verbauen, weil die ist direkt über unserem Ofen. Ja, und wenn wir den anhaben, um irgendwas aufzubacken oder irgendwas zu tun, dann war es im Winter teilweise schon wirklich so, dass der auf einmal hier gesagt hat, hier drinnen hätte es 29, 30 Grad, obwohl das natürlich durch die Luft von dem Ofen kam. Und wir hatten eiskalte Füße, weil es draußen halt einfach so -5 hatte und der Bus so langsam kalt wurde und die Heizung noch nicht angesprungen ist, weil er ja dachte, es hätte hier 30 Grad. Und dann musste ich die Heizung immer auf 35 Grad stellen, damit hier mal kurz der Boden zumindest warm wurde. Ja, lauter solche Geschichten, die halt so im Nachhinein aufkommen. Gut, kommen wir zu unserer Küche. Da haben wir auch erstmal hier wieder ein wunderschönes Birneholz, unsere wunderschöne Birneholz-Arbeitsfläche, auch wieder aus einer Birnenbohle. Haben wir die abgeschliffen und bearbeitet und ich finde es auch irgendwie auch so ein bisschen mit unser Eyecatcher hier im ganzen Küchenbereich. Wir haben hier diverse Oberschränke, da haben wir hier vorne eben Teller und hier haben wir so Gläserzeugs, eben was man halt hier alles so braucht. Hier, die geht ein bisschen schwer. Auch nochmal Staufläche. Da haben wir unsere Deckenbeleuchtung, die ist, finde ich, ganz praktisch zum Schnibbeln, da hat uns nämlich immer was gefehlt und da haben wir jetzt einfach welche, die magnetisch zum Abnehmen sind und die kann man aufladen und hinpinnen kann man divers dimmen und auch noch warm oder kaltweiß einstellen. Also ich finde die ganz cool, da haben wir 2 Stück dran und unser Induktionsfeld, 2 Platten. Kommen wir auch echt super mit zurecht. Wir haben im Winter wirklich ausschließlich hier drinnen gekocht. Wir waren zwar in Spanien und Portugal unterwegs, was ja jetzt wirklich nicht so kalt war. Es war wirklich angenehme Temperaturen. Aber so, wenn wir frei standen oder so und uns da draußen nicht so groß aufbauen wollten und konnten und auch durften, war das wirklich ausreichend, da auch abwechslungsreich und gut zu kochen. Ja, unsere Schubladen hier eigentlich, wie man es zu Hause so auch gewohnt ist, halt unser Besteck. Achtung, unser Essen, bisschen chaotisch und reingeschmissen, aber durch dieses Chaos finden wir uns irgendwie zurecht. Jeder weiß irgendwie, wo was ist. Und hier unten noch unsere Töpfe und Pfannen. Im Moment haben wir noch dieses Verschlusssystem, einfach solche Kindersicherungen für die Fahrt.
Die klickt man dann da einfach so ein, macht sie zu. Für die kleine Besteckschublade reicht es. Für so vollgestopfte Schubladen wie diese oder halt dann die Töpfe ist es einfach wirklich zu schwer. Und deswegen, wir haben noch immer keine andere Lösung. Es reicht einfach nicht aus. Haben wir halt echt immer noch den Spanngurt zusätzlich, der die Schubladen einfach hält während der Fahrt. Weil sonst würden die diese Verankerungen einfach rausreißen. Wir haben schon überlegt in einen Nautic-Shop, aber die hatten jetzt auch nicht wirklich was Passendes für uns. Naja, okay. Hier ist unser Waschbecken. Da haben wir unseren stinknormalen Wasserhahn zum Abspülen oder ja, wenn man so Wasser braucht. Und das hier ist unser Trinkwasserhahn, unser Osmosewasserhahn. Wir trinken ausschließlich das Osmosewasser. Und das klappt wirklich wunderbar. Die Osmoseanlage selber befindet sich hier unten neben unserem Mülleimer. Und ja, das ist die Pi-Anlage und die ist wirklich super, super praktisch und hat uns schon echt viele gute Dienste geleistet. Hier seht ihr so ein bisschen dieses ganze Wassersystem, was wir verbaut haben. Und da, wenn ihr da durchlugt, dann kommt die Waschmaschine zum Vorschein. Kabelwirrwarr. Okay, was habe ich hier? Ich stehe unter der Klimaanlage. Die ist von Troma, leistet uns wie gesagt auch echt super gute Dienste. Ein wunderschönes Dachfenster von deinvan.de. Ist wirklich auch ganz schön. Mir persönlich geht es zu wenig auf. Das ist wirklich nur so ein Spalt. Ich hätte gerne wirklich eins, was ich komplett öffnen kann. Aber dadurch, dass hier früher die Notausstiege waren, also sowohl hier als auch über unserem Bett, war einfach das die einzige Möglichkeit, die erstens mal echt Glas hatte, was uns gut gefallen hat, und zweitens mal die halt einfach in diesen Ausschnitt reingepasst hat, ohne dass wir groß irgendwas verändern mussten. Deswegen jetzt im Moment noch die Variante. Vielleicht irgendwann doch auch nochmal was anderes. Mal gucken. Unser Kühlschrank, ja, ist ein ganz normales Haushaltsgerät. Oben Kühlschrank, unten Gefriertruhe. Warum so groß? Ja, weil wir halt hier einfach drin wohnen und weil wir einfach dementsprechend Platz brauchen. Sowohl für Essen für den Hund, das unten im Gefrierschrank, das Fleisch, als auch, ja, so für uns ist es einfach praktisch, so einen großen Kühlschrank zu haben, finde ich. Hier noch ein weiteres Highlight für uns alle und auch eine wahnsinnige Arbeitserleichterung ist unsere Spülmaschine. Auch ein ganz normales Haushaltsgerät von Neff. Und die ist gerade dreckig. Vielleicht nicht gar so nah reinfilmen. Leistet uns auch super gute Dienste. Funktioniert auch ohne zu meckern. Toll, toll, toll. Ich will es jetzt hier nicht verschreien. Aber nee, wir machen sie immer nur an, wenn wir stehen. Und dadurch, dass wir wie viel nochmal haben? Akku? 20 Kilowatt oder 19,2 Kilowattstunden. Ja, dadurch, dass wir 19,2 Kilowattstunden Leistung haben, können wir diese Haushaltsgeräte auch wirklich ohne Probleme nutzen. Und ich muss sagen, es ist wirklich wahnsinnig. Also es ist eine wirklich wahnsinnige Erleichterung. Es ist sowieso schon immer, wir sind ja doch auf relativ engem Raum, sage ich jetzt mal. Und dann ist hier immer Spielzeug da, mal wir sind am Arbeiten, am ja, aufräumen und machen und tun. Und wenn man dann zusätzlich auch noch jeden Tag abspülen muss, dann muss ich schon sagen, sind wir alle echt dankbar, dass wir einfach da reinhauen und Knopf an. Okay, Toni, habe ich noch was vergessen? Bist du zufrieden? Okay. Gut. Ah, ich habe vergessen, wo der Toni eigentlich schläft und wo er mitfährt. Und zwar hat er hier diesen Bereich. Das ist seine Box, die er liebt. Wirklich, die hat er sowohl für den Transport, die ist da angeschnallt, als auch zum Schlafen. Da legt er sich einfach echt wahnsinnig gerne rein auf seine Magnetfeldmatte. Das tut dem Opi einfach ganz gut für seine Gelenke und die liebt er. Da ist er echt wahnsinnig gerne drin. Und das ist einfach perfekt auch wieder hier mit der Klimaanlage, weil sie den Bereich echt hier richtig schön runterkühlen kann. Und er wird nicht angeblasen und kriegt einen Schnupfen. Okay. Dann gehen wir mal weiter in den hinteren Bereich. Hier haben wir auch nochmal Staufläche, da haben wir uns so einen Dreiecksschrank überlegt. Haben da so diverse Dinge drinnen und ja, ich finde ihn eigentlich auch ganz praktisch, weil man wirklich so alles nochmal reinschmeißen kann, was gerade so rumliegt. Okay, hier sind dann auch nochmal Plissés. Einmal hier. Und dann auch hier fürs große Fenster.
Hier haben wir uns tatsächlich nach Maß anpassen lassen, weil ja diverse Höhenunterschiede und auch Breiten, die gab es so im Supermarkt, sage ich schon, im Baumarkt gar nicht. Hier kommen wir jetzt zu unserem zweiten Eingang, also ursprünglich zweiten Eingang. Hier geht die zweite Türe eben auf eigentlich. Wir haben sie jetzt zugebaut, weil wir festgestellt haben, wir brauchen es eigentlich nicht. Wir fangen von unten an. Toilette für den Toni. Hier erste Station zum Futtern, Katzenfutter, trocken. Hier dann verschiedene Stauflächen auch nochmal. Medikamente und Toilettenpapier. Eins drüber haben wir dann noch Handtücher und so, also sämtlichen Stauraum. Und das hier ist auch ganz praktisch, muss ich sagen, wenn es mal nicht so sonnig ist, hier so ein paar Sachen aufzuhängen. Ganz gut. Hier mache ich das mal kurz ab. Die geht nämlich während der Fahrt sonst immer auf und zu, deswegen haben wir da den Spanngurt. Ist unsere Zwischentüre. Auch super praktisch, muss ich sagen. Wenn die Jungs schlafen und wir vorne nochmal einen Film schauen wollen oder einfach mal so ein bisschen irgendjemand von uns eine Privatsphäre braucht, machen wir hier einfach die Türe zu und dann, ja, ist zu. Okay, dann kommen wir weiter in unseren hinteren Bereich, in unseren Schlafbereich und Bad. Ich fange mal hier mit dem Badezimmer an. Da haben wir hier erstmal unsere, ja, so eine kleine Leiste, wo wir halt so tägliche Kleider aufhängen können. Hier haben wir nochmal eine Heizung. Stinknormale Wandheizung. Auch echt richtig schön, wenn es mal nicht so warm ist. Sind die Handtücher schon warm. Also es ist schon, ja, manchmal schon ein bisschen luxuriös, wenn man so aus der warmen Dusche rauskommt und noch ein warmes Handtuch hat. Das hatten wir noch nicht mal in unserem Haus damals. Ja, Waschbecken haben wir. Dann nochmal einfach Staufläche für halt Badutensilien, alles was man halt so braucht. Da haben wir nochmal ein kleines Ablageprättchen für auch alles Mögliche. Hier haben wir ein kleines Fenster noch mit drinnen. Ich muss gestehen, es kommt aus China, aber es ist wirklich super praktisch, weil es hat eine Lüftung mit drin, es hat ein Fliegennetz mit drin und wir können sowohl die Luft nach außen pusten als auch nach innen rein. Und das ist jetzt gerade, wenn es so warm ist, über Nacht schon wirklich richtig cool, weil wir einfach die kühle Luft, die vom Meer kommt, einfach hier reinpusten und wir komplett wirklich ruhig schlafen können, weil die kalte Luft hier reinkommt. Ja, dann mache ich mal weiter mit unserer Dusche. Da haben wir tatsächlich auch ganz normale Duschtüren verbaut und die Fliesen, die ihr hier seht, kommen tatsächlich alle aus unserem Haus. Also das war alles übrig und wir haben das einfach in unsere Dusche verbaut und ich finde, das ist echt ein schönes Ergebnis geworden. Ich zeige euch mal, was wir hier für einen Wasserdruck haben. Also meine Haare kann ich waschen, dass der Schaum auch rausgeht, es ist ein ordentlicher Druck drauf. Ja, funktioniert. Hier haben wir nochmal Staufläche für auch wieder Handtücher und halt Badartikel. Und hier kommt unsere neueste Errungenschaft. Tatsächlich haben wir uns dann doch nochmal für eine andere Trockentrenntoilette entschieden, nachdem wir in den ersten 6 Wochen festgestellt haben, dass die einfache Variante, die wir hatten, echt nicht getaugt hat für uns 4. Das war einfach echt nicht gut. Deswegen haben wir uns jetzt hier eine organisiert, die auch Abluft hat und die auch wirklich so einen Schwenkdeckel hat fürs größere Geschäft und so weiter und so fort. Also die ist wirklich Gold wert und wir sind top zufrieden. Wirklich super gutes Teil. Ja, dann kommen wir weiter. So, das ist gut. Dann kommen wir noch in den hinteren Teil, in den ganz hinteren Teil, in unseren Schlafbereich. Da haben wir hier unser oberes Bett. Wir wechseln uns immer so ein bisschen ab, wer wann wie wo schläft. Manchmal alle 4 oben, manchmal 2 von uns, je nachdem, wer wie Lust hat. Genau, da haben wir hier oben auch nochmal Staufläche für uns, also für Simon und mich, Kleider. Und das könnt ihr jetzt gerade nicht so gut sehen, aber auch da unten, die komplette Reihe da unten entlang, zieht sich mit Staufläche. Und zwar haben wir das halbiert.
Wir haben oben eben Staufläche für unsere Kleider mit so einem Klappdeckel und unten haben die Jungs in ihrer Höhle unsere zweite Schlafmöglichkeit. Könnt ihr sehen, ringsherum Staumöglichkeit für ihre kompletten Spielsachen. Und das sind wirklich einige, die sie mitnehmen wollten. Deswegen haben wir da auch wirklich viel Platz gebraucht und auch investiert. Was ich wirklich schön finde, die Idee hatte der Simon und die fand ich wirklich cool, war hier diese Treppe bzw. in die Treppe die Schubläden zu integrieren, weil da können auch gleich nochmal ein paar Bücher mit rein oder halt Dinos. Genau. Hier hinten hat der Toni nochmal seinen zweiten Fressplatz und dann haben wir hier Staubsauger und noch einen Kleiderschrank. Der schaut gar nicht so groß aus, aber er ist ein richtiges Raumwunder, weil er ziemlich weit nach hinten geht und die Jungs tatsächlich hier ihre kompletten Kleider haben. Und hier, wenn ich das mal mit meinem Fuß ausziehen darf, so tief ist er. Also so tief wie die Schublade gehen auch die Fächer nach hinten und deswegen habe ich mich hier für so diverse Boxen entschieden und habe das dann einfach so gemacht, dass wir die Kleider in diese verschiedenen Boxen rein sortieren und so kann man das einfach so rausziehen und die Jungs können sich auch selber ihre Kleider da nehmen. Ohne dass der Schrank danach ausschaut, als wäre einmal ein Tornado durchgefegt. Gut. Hier hinten, wie ich euch vorhin schon erzählt habe, haben wir Vorhänge im hinteren Bereich einfach, ja, weil es uns einfach gemütlicher war und die haben wir komplett ums Bett rum. Da oben habt ihr ja nochmal gesehen, haben wir auch nochmal dasselbe Fenster wie da vorne drinnen, eben auch von meinvan.de und ja, das haben wir einfach, diese Kordeln, weil sie schön ausschauen und weil es einfach auch ein Rausfallschutz ist. Unser Großer schläft gerne verkehrt rum und dann hat er den Kopf hier an den Seilen und damit es nicht irgendwann mal plumps macht, ist ja doch recht hoch, fanden wir das eigentlich eine ganz schöne Lösung. Viele von euch haben uns jetzt auch tatsächlich schon gefragt, wird es, wenn es heiß ist, in der Höhle nicht recht stickig zum Schlafen? Tatsächlich ist es zum Einschlafen im Moment schon recht warm da unten drinnen, deswegen schlafen wir meistens zusammen hier oben ein. Da haben wir nämlich eine komplette Lüftung hier durch, die dann eben auch da oben rausbläst nochmal. Aber wie schon erwähnt, dieser Badventilator, wenn wir den dann umdrehen und die kühle Luft jetzt gerade vom Meer eben reinkommt, wird es in der Höhle auch richtig schön angenehm und dann meistens wandern ein, zwei von uns dann eben nach unten, weil wir dann einfach mehr Platz haben. Gut. Was gibt's noch zu sagen? Unser Internet habe ich noch vergessen. Das ist hier. Leistet uns auch gute Dienste, muss ich sagen. Von Netgear ist diese ganze Anlage und ist wirklich super zuverlässig. Und oben auf dem Dach ist dann die Pilzantenne eben für den Empfang. Wirklich super. Ja, ich glaube, jetzt habe ich euch hier soweit innen durchgeführt und habe euch alles gezeigt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. So, jetzt habe ich eigentlich alles gezeigt, was es hier so gibt bei uns und ja, wir sind total zufrieden mit unserem Ergebnis, muss ich sagen. Wir fühlen uns wohl, es ist wirklich so ein bisschen wie so ein Tiny House und das war uns einfach wichtig, weil wir leben hier drinnen, wir machen nicht nur mal 3-4 Wochen Urlaub und dann ist wieder gut und dafür gibt es einfach, ja, das ein oder andere Schnicki-Schnacki extra und das wir aber auch überhaupt nicht missen möchten. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr findet unseren Bus auch so cool wie wir. Apropos, da habe ich ja noch was vergessen. Das war jetzt natürlich die Roomtour von hier drinnen. Es gibt noch eine separate Roomtour für draußen und auch noch eine Technik-Roomtour, weil das alles zusammenzupacken wäre echt ein bisschen zu viel und zu lang. Klickt auf den Link und dann kommt ihr da gleich auf das Video und natürlich Daumen hoch wäre cool. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, Anmerkungen oder sonst was. Einfach immer her damit und wenn ihr Lust habt und uns auch cool findet, dann abonniert unseren Kanal und verpasst einfach in Zukunft keine weiteren Folgen von uns. Macht's gut. Ciao, ciao.